Hallo miteinander und herzlich willkommen beim Regio TV Plus und meiner Sendung Desirees Talk. Heute wird es musikalisch. Wir sind nämlich beim bekannten Star-DJ und Unternehmer DJ Antoine. Hallo Antoine, schön, dass wir heute hier bei dir sein. Hey Desiree, schön sind ihr da. Das hast du ganz schön so richtig auf den Punkt gebracht. Jetzt, lieber Antoine, gehen wir doch einmal ganz weit zurück zu dir in die Vergangenheit. Wie bist du zu der Musik gekommen? Also Musik war immer meine Leidenschaft. Meine Eltern haben viel Musik gehört, haben natürlich noch Eros Ramazzotti und so Sachen gehört. Und dann bin ich rausgegangen und habe einfach gemerkt, Musik ist nicht schlecht, aber sie könnte durchaus besser sein. Und somit habe ich auch auflegen. So ein bisschen alles in meinem Leben habe immer, meine Motivation war bei etwas, wo ich gefunden habe, es ist mega, aber es könnte noch besser sein, könnte ich es nicht besser. Und das motiviert mich immer wieder im Leben, mit allem, was ich mache, versuchen, etwas besser zu machen. Du bist ja auch international sehr viel unterwegs, in vielen Clubs. Gibt es einen Club, der dich besonders geprägt hat? Ja, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich in São Paulo eine riesige Erinnerung in Brasilien gehabt. Ich war in Oslo, Ausnahmezustand erlebt, in Suriname, nein, nicht in Kuala Lumpur ist das ein Ausnahmezustand, aber in der Regel, so über all, sage ich, Praia Gallipoli ist so mein Lieblingsclub in Italien, in Süditalien, Open Air und immer eine Wahnsinnsstimmung. Jetzt hast du natürlich ja extrem viele Fans in der Schweiz, aber was würde ich sagen, wo hast du die grösste Fanbase, in welchem Land? Also der stärkste Markt ist sicherlich Deutschland und Italien. Und sagen wir, die treuesten Fans sind schon so die Italiener. Obwohl ich die Schweiz natürlich vermisse, in dem Sinne, dass es für mich weniger Clubland mehr gibt. So das Clubbing Live ist ein bisschen dürr mit sagen wir, kommerzieller elektronischer Musik. Und darum habe ich eben das Konrad House of Wine gegründet, dass man unter sich kann, mal eben feiern und festen und auch Musik genießen mit guter Kulinarik und etwas Gutem zu trinken, wo wir eigentlich jetzt kommen sollten, schnell etwas trinken zwischendurch, oder? Schön bist du. Dankeschön vielmals, schön Cheers. bist du da. Okay, ja, spritzig kann man sagen, frisch auch, passt also. Merci. Du hast es jetzt schon gerade angesprochen. Wir sind jetzt hier im House of Wine. Erzähl mal, was ist House of Wine und was kann man da alles machen? Es war so, also in meiner Musikkarriere und in allem, was ich gemacht habe, als ich 40 geworden bin, habe ich mir gesagt, hey, meine Leidenschaft ist Wein. Und mit dem habe ich ja schon vorher angefangen, mit dem Donatsch 2004. Da habe ich meinen ersten Chardonnay Juni gemacht und gefunden, irgendwann wollte ich Champagner und Wein auf meine eigene Art definieren, auf meine eigene Art produzieren. Ich habe dann ziemlich lange gebraucht, bis ich mal wirklich zum Namen Konrad gekommen bin. Das ist mein Familienname, also echt ganz einfach. Aber von lauter Bäumen siehst du den Wald nicht mehr. Von lauter Wald siehst du die Bäume nicht mehr. Umgekehrt. So ist es, ist man ganz durcheinander. Und dann habe ich mit Wein angefangen, mit Champagner angefangen und gemerkt, dass die Leute Bedürfnisse haben, die nicht unbedingt nur in den Club gehen wollen gut essen. Sie wollen unter sich sein. Und nach dem Essen willst du noch ein bisschen aufstehen, ein bisschen tanzen, eine gute Zeit. Und das hat mir auch bei den Events, die ich in Saint-Tropez und Monaco aufgelegt habe, oder in Dubai, ist es oft so gewesen, du hast wirklich Dinner, stehst auf, tanzt und es ist eine gute Stimmung. Und dann habe ich mir gesagt, weißt du, ich muss doch so Events machen, wo man einfach gut essen kann, gute Stimmung haben und nicht nochmal das Lokal wechseln in den Club. Vielleicht fühlt man sich auch dann zu alt, für in eine Disco zu gehen. Und somit habe ich das Konrad House of Wine gegründet, hier in Biel-Benken. Wieso? Weil ich hier eine Member-Plattform habe, wo die Leute herankommen können, sie können unter sich sein, sie können Zigarren rauchen, sie können etwas Gutes trinken. Sie können rare Wein trinken, sie können Mini-Wein trinken, sie können gut essen und eben zwischendurch tanzen. Und ich tue mich auch hier auflegen und einfach eine gute Stimmung haben. Weil am Ende des Tages arbeiten wir ja alle hart oder sind den ganzen Tag irgendetwas am tun. Und wenn wir mal vorgehen, wollen wir doch irgendwo ein bisschen Lifestyle und Experience mit heimnehmen. Das hast du wirklich sehr wunderschön gesagt. Jetzt, Antoine, was macht eure Wein oder respektive die Wein einzigartig? Was ist das Geheimrezept? Also mein Wein und meine Champagner und mein Prosecco, das ich mache, ist auf dieser Art einzigartig, weil das Produkt ist natürlich veredelt, es kommt anders daher, schon das Packaging, also man isst ja immer schon mit dem Auge mit, es sieht halt auch einfach lässig aus. Das ist mal der erste Punkt. Und wenn man es trinkt, es ist easy to go, es ist easy to drink. Es liegt einem nicht auf. Also Champagner hat nicht zu viel Perlage, er ist nicht sauer, er hat nicht zu viel Perlage, dass er nachher gerade das Rennie oder Magenbrennen hat. Das ist oft so ein Problem. Leute trinken Wein, dann haben sie zu viel Säure, können nicht schlafen nachher. Das sind alles Aspekte. Oder am nächsten Tag Kopfweh, wenn der Wein schwer ist. Und das sind für mich extrem wichtige Aspekte, die ich hatte, wo ich gesagt habe, wenn ich das mache, dann würde ich genau das richtig machen. Jetzt, woher holst du die Traubensorten? Sind die auch von der Region oder gar nicht von der Schweiz?
Also ich habe eben 2004 mit dem Donatsch meinen ersten Wein gemacht. Er ist in der Schweiz aus Malanz. Leider haben von der Quantität haben wir das nicht angebracht, dass wir noch einen weiteren Wein zusammen machen können. Und für mich in Burgund habe ich ein Haus schon seit langer Zeit, also einen umgebauten Stall. Und dort habe ich viele Winzer kennengelernt. Dort haben wir investiert in ein Weingut. Im Veneto, bei Venedig, habe ich investiert in ein Weingut und in Deutschland in Wertheim. Und sonst machen wir eigene Blends, wie in der Champagne, wo wir eigene Champagner machen. Und dass man auch Kontrolle behalten, dass nicht nachher der Wein nachher in eine andere Flasche gibt, wenn man ein anderes Label auf einmal denkst, oh Gott, nein, das darf es eben nicht geben. Und so ist meine Garantie gesichert. Jetzt gehen wir noch mal schnell zurück zum eigentlich Grundstein von dir, der DJ Antoine. Du hast sicher ganz viele spannende Begegnungen gehabt. Hat es eine Begegnung, die dich geprägt hat? Ja, es war schon so, dass du Begegnungen gehabt hast, wo du Leute kennengelernt hast. Eben das Pitbull, Enrique Iglesias, Paris Hilton, was du einmal kennengelernt hast. Du bist an der Party, bist in Düsseldorf, dann schreibt der Paris, ich komme an deine Party. Und dann haben wir zusammen gefeiert und du hast dann einen gewissen Kontakt gepflegt. Oder Enrique war in Zürich und dann haben wir uns getroffen. Oder Pitbull am Konzert, ob das in Kuala Lumpur war oder hier. Wir haben dann auch zusammen Songs aufgenommen. Der Enrique Iglesias hat ja auch Mascherie noch eingesungen und hoffentlich kommt das irgendwann raus. Und das sind so Begegnungen, wo ich muss sagen, es sind extrem nette Menschen, es sind extrem spannende Menschen. Ich habe auch mit anderen internationalen Features zusammengearbeitet und muss sagen, ja, es ist jetzt nicht unbedingt mein Mensch fürs Leben, aber er hat eine mega Stimme oder ist eine interessante Persönlichkeit, aber nicht wirklich eine interessante Person. Ich war auch mit Tommy Hilfiger am Dinner und zum Glück haben wir über Wein geredet, weil irgendwie ist der Gesprächscontent ausgegangen nach 20 Minuten über Mode reden. Und dann haben wir uns beim Wein-Thema gefunden, dann haben wir fachsimpeln und ich denke, auch Wein ist immer ein Thema, wo du kannst viel in der Endlosigkeit reden, wenn du dich interessierst dafür. Und somit hast du auch immer eine Gesprächsbasis, wo vielleicht gewisse Leute auf eine Art nur auf einer Basis das Gespräch am Ende finden. Jetzt der DJ Antoine lerne ich, also ich lerne dich jetzt so richtig als Businessman kennen. Erzähl mir doch mal, wie bist du privat? Auch so souverän oder wie ist der Antoine privat? Ja, wie ist er privat? Also ich bin privat sicher eine Person, die gerne, ich sage immer, darum hat mein Logo hat der Tiger im Kreis. Oder? Und wenn man das Logo anschaut, dann sieht man die vielen Tiger ringsum. Und der Tiger ist so ein bisschen das, was mir auch Freunde von mir gesagt haben, hey Tiger. Und der Tiger ist ein Tier, das halt auch gerne mal faulenzt, rumliegt. Und wenn ich mal nicht schaffe, wie zum Beispiel am Sonntag, dann diesen Sonntag, kann ich dir sagen, ist das Wetter nicht so gut gewesen. Dann bin ich auf meiner Büroterrasse gewesen, bei mir daheim, habe einen Brunch gemacht, gemütlich, oder bin überrascht worden zu einem Vatertagsbrunch, habe gemütlich dort gechillt. Und dann habe ich noch Zigarren geraucht und einfach den ganzen Tag genossen. Und dann habe ich am Nachmittag irgendwann habe ich noch ein Powernap gemacht. Ich meine, das ist ja Wahnsinn, dass man das dürfen. Das kenne ich in dieser Zeit gar nicht, weil durch Corona habe ich natürlich jetzt 15 Monate Shows, die mir fehlen. Ich bin nonstop 7 Tage immer unterwegs gewesen. Jetzt arbeite ich 6 Tage und am Sonntag mache ich gleich immer noch Sachen. Aber es ist eine neue Art von Leben, wo mir eigentlich auch Spass macht, dass man irgendwann mal reinchillen kann. Und wenn ich frei habe und privat bin, dann tue ich mir gerne einfach gemütlich ein Glas Wein aufmachen, mit Freunden sein, schwätzen und auch mal nicht zu viel machen. Und der grosse Tiger hat ja auch einen kleinen Tiger, und zwar das Schnurrli, richtig? Genau, das Schnurrli, ja. Der Schnurrli ist natürlich immer das Schöne, wenn ich daheim bin, ist der Schnurrli immer dort, wo ich bin. Und du glaubst es nicht. Also, ich arbeite momentan so viel im Haus auf einen. Ich gehe morgen um 8 Uhr aus dem Haus und ich komme zur Nacht um 12 Uhr oder 1 heim. Und der Schnurrli, der wartet immer draussen, bis ich komme. Dann komme ich rein. Gestern oben hatte ich eine Maus auf dem Teppich, die schön gewartet hat. Die hat mir ein Geschenk gebracht. Und dann nachher schleicht er mir nach und bis ins Bett gegangen. Und dann am Morgen wartet er wieder. Es ist schon schön, wenn jemand so auf dich wartet. Jetzt, ich hoffe, wir werden noch trotz Corona ganz viel von dir sehen. Was sind deine Zukunftspläne? Ja, meine Zukunftspläne. Mir ist sehr wichtig, wieder Musik zu machen. Ich war viel im Studio. Ich bringe jede 2 Wochen neue Musik raus auf Spotify. Also wer meine Musik folgt auf Spotify oder Apple Music, der hört dort viel Musik von mir. Und ich bin natürlich froh, wenn ich wieder zurück auf Tour gehen kann und Shows machen, mit dem Publikum nachsehen. Aber gleich würde ich auch hier im House of Wine, im Connaught House of Wine in Biel-Benken Events machen, auch hier mal auflegen und auch hier mal ein Public-Event machen, wo die Leute kommen können und tanzen und gute Stimmung haben und ein bisschen den Alltag vergessen mit guter Musik. Wunderbar. Herzlichen Dank, lieber Antoine, dass wir heute haben dürfen, hier dich besuchen. Merci vielmals. Dankeschön dir, merci. Dankeschön vielmals, dass ihr dabei gewesen. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder zuschaut. Macht es ganz gut, habt es gut. Ciao zusammen!